Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das motorische Reaktionszentrum nach den Archetypen der Seele von Walter Hasselmann und Frank Schmollke zusammenfassen. Dein seelisches Reaktionszentrum entspricht der Anbindung deiner Seele an die körperlichen Kräfte. Es zeigt sich in der Art und Weise, wie du auf ungewohnte Ereignisse reagierst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Reaktionszentren anzuschauen. Das motorische Reaktionszentrum ist das siebte und letzte der 7 Reaktionszentren. Es befindet sich in der Spalte der Energie 7, deswegen gehört es zur dynamischen, bewegenden und unermüdlichen Grundenergie 7. Weil es auf der Aktionsebene liegt, geht es bei ihm um Aktivismus und Handlungen. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich und somit ist auch dieses Reaktionszentrum der männlichen Dualität zugeordnet. Männliche Reaktionszentren wirken etwas extrovertierter und aus sich herausgehender als weibliche Reaktionszentren. Das motorische Reaktionszentrum entspricht dem Solarplexus-Chakra, also dem Bereich Oberbauch, Magen und Sonnengeflecht. Es ist jederzeit für alle Menschen zugänglich. Besonders wichtig wird es bei Reaktionen auf Bedrohungen und Angriffe. Die zugehörige Drüse ist die Bauchspeicheldrüse. Ich habe das Video auf folgende Weise gegliedert. Zunächst erläutere ich allgemeine Fakten zur motorischen Zentrierung. Danach erkläre ich ihre Pole und ihre 4 möglichen Orientierungen. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit der motorischen Zentrierung auf. Jeder Mensch besitzt 2 Reaktionszentren. Diese beiden Reaktionszentren ergeben zusammen das Reaktionsmuster. Das erste Reaktionszentrum heißt Zentrierung und das zweite Reaktionszentrum heißt Orientierung. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt, und zwar in einem Verhältnis von ca. 70:30%. Deine Zentrierung beschreibt, mit welcher Energie du unmittelbar auf deine Umwelt reagierst. Beispielsweise reagiert der motorisch Zentrierte durch Bewegungen auf die Umwelt. Diese Energie wird dann vom ersten Reaktionszentrum (Zentrierung) auf das zweite Reaktionszentrum (Orientierung) gerichtet. Ich werde in diesem Video also zwischen einer motorischen Zentrierung und motorischen Orientierung unterscheiden. Zuerst zähle ich ein paar Fakten zur motorischen Zentrierung auf. Besitzt du eine motorische Orientierung, wirst du dich vermutlich auch in den Schilderungen zur Zentrierung wiedererkennen. Möchtest du deine Reaktionszentren herausfinden, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle König oder hast du eine große Häufung der Energie 7 in deinen Seelenarchetypen, reagierst du vermutlich vermehrt aus dem motorischen Reaktionszentrum. Es ist ja der königlichen Energie 7 zugeordnet. Menschen mit motorischer Zentrierung reagieren mit Bewegungen auf plötzliche Geschehnisse. Nicht Gefühle und Gedanken stehen im Vordergrund, sondern Beweglichkeit. Es geht hierbei nicht unbedingt um körperliche Bewegungen. Schließlich gibt es viele Formen der Beweglichkeit: emotionale und mentale Erregungen, körperliche und gedankliche Flexibilität, Unterwegssein, Reisen, Wechsel des Umfeldes, der Wohnung und des Bekanntenkreises. Menschen mit motorischer Zentrierung wollen oft alles auf einmal machen. Sie sind unruhig und immer auf dem Sprung. Langeweile erscheint ihnen unerträglich. Sie nehmen mit verblüffender Geschwindigkeit innere und äußere Standpunkte ein. Dadurch haben sie das Gefühl, als wären sie an mehreren Orten zugleich. Nach getaner Arbeit stellt sich selten ein Gefühl der Befriedigung ein. Das liegt daran, dass sie sich geistig oder körperlich bereits mit Neuem beschäftigen. Menschen mit motorischer Zentrierung streben nach mehr Ruhe in ihrem Leben. Sie benötigen Zeiten des Ausgleichs und der Spannungslosigkeit. Es kann sogar sein, dass sie ungerne Sport machen. In diesem Fall konzentrieren sie sich auf mentale oder emotionale Beweglichkeit. Ein möglicher Grund dafür ist, dass sie Angst davor haben, durch körperliche Aktivität die Kontrolle zu verlieren und in Unstetigkeit zu geraten. Motorisch zentrierte Menschen sind dazu bereit, schnell zu reagieren und unmittelbar zu handeln. Nur Ängste und Traumata können bei ihnen kurzfristiges Stillstehen und Lähmungszustände hervorrufen. Dann fühlen sie sich unfähig, sich zu bewegen, zu denken und zu fühlen. Im Anschluss tut es ihnen gut, zu weinen, zu brüllen, sich zu bewegen oder um sich zu schlagen. Menschen mit motorischer Zentrierung neigen dazu, über ihre Grenzen zu gehen, sich zu überreizen und zu überfordern.
Sie suchen nach dem Erregenden, Unkonventionellen, Außergewöhnlichen und Abenteuerlichen. Deswegen bleiben sie vermutlich in ihrem Leben nie lange stecken. Hektik oder Unermüdlichkeit treibt sie immer weiter. Ihre Orientierung gibt dann an, in welchen Bereichen die Menschen Veränderungen und Erneuerungen anstreben möchten. Die Eltern von motorisch zentrierten Kindern könnten Probleme mit deren Lebhaftigkeit und Unruhe haben. Dadurch könnten sich die Kleinen zum krampfhaften Ruhighalten zwingen. Das kann dann zur Hyperaktivität führen. Typische Erkrankungen motorisch zentrierter Menschen sind nervöse Erschöpfungszustände, Burnout, Störungen des Bewegungsapparats, Magengeschwüre, Verdauungsschwierigkeiten und Kopfschmerzen. Das motorische Reaktionszentrum hat den Minuspol hektisch und den Pluspol unermüdlich. Menschen im Minuspol hektisch haben Angst, ihre Motorik nicht unter Kontrolle halten zu können. Dadurch unterdrücken sie ihre Bewegungslust. Sie nehmen ihre natürliche Spannung als Muskelverspannung nach innen wahr. Zudem verlagern sie ihre Beweglichkeit auf ihre Orientierung. Sie wirken nervös, rastlos und hektisch. Menschen in diesem Minuspol quälen sich und andere mit übermäßiger Betriebsamkeit. Sie wollen alles gleichzeitig und überall erledigen. Darüber hinaus haben sie Probleme, sich einem Vorhaben zu widmen. Sie nehmen ihre eigene Unruhe kaum zur Kenntnis. Menschen in diesem Minuspol leiden unter Verspannungen ihrer Muskeln. Es kann sein, dass sie sich überreizen und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen. Das könnte zu Lustlosigkeit und Kontaktverweigerung führen. In ihren Pluspol können sie auf zwei Arten gelangen. Entweder entspannen sie sich und kommen zur Ruhe, oder sie drücken ihre Unruhe durch ausdauernde Körperbewegungen aus. Menschen im Pluspol unermüdlich steuern ihr Ziel mit starker Dynamik an. Sie können bei einem Vorhaben so lange verweilen, bis eine natürliche Ruhephase einsetzt. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist darauf fokussiert, was sie erreichen wollen. Die Zähigkeit ihres Körpers kann große Anstrengungen meistern. Sie setzen ihre Beweglichkeit mit spielerischer und tänzerischer Sicherheit ein. Menschen in diesem Pluspol sind beweglich und bewegen andere. Sie können Stagnierendes in Bewegung bringen. Außerdem haben sie die Fähigkeit, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und die Grenzen ihrer Umgebung auch. Ich möchte als nächstes die 4 möglichen Reaktionsmuster mit einer motorischen Zentrierung schildern. Das heißt, dass ich die motorische Zentrierung mit den 4 möglichen Orientierungen in Verbindung setze, also motorisch-emotional, motorisch-intellektuell, motorisch-sexuell und motorisch-instinktiv. Die Orientierung von motorisch zentrierten Menschen bestimmt die Art ihrer Beweglichkeit. Das erste Reaktionsmuster ist die motorische Zentrierung und emotionale Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst motorisch und dann emotional. Ihre emotionalen Bewegungen sind des Öfteren dramatisch und erschütternd. Sie können in ihnen große Veränderungen bewirken. Motorisch-emotionale Menschen haben starke Stimmungsschwankungen. Depressionen und Hochgefühle wechseln sehr schnell. Sie könnten das Gefühl haben, nicht am richtigen Ort zu sein. Ihnen mangelt es an Gelassenheit. Sie fühlen sich unruhig, ausgeliefert, getrieben und gebeutelt. Motorisch-emotionale Menschen sind zu dauerhaften und unermüdlichen Freundschaften und Liebesbeziehungen in der Lage. Sie können sehr schnell die emotionalen Signale anderer erfassen und sich auf sie einstellen. Dadurch sind sie fähig, ihre Mitmenschen gefühlsmäßig zu führen, sie zu motivieren und mitzureißen. Körperliche Bewegungen helfen ihnen, ihre Emotionen zu durchlüften und besser mit ihnen klarzukommen. Sie meiden aber häufig körperliche Bewegungen, weil sie befürchten, ihre Gefühle zu stark zu aktivieren. Das zweite Reaktionsmuster ist motorische Zentrierung und intellektuelle Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst motorisch und dann intellektuell. Sie besitzen einen sehr beweglichen Verstand. Das heißt, dass sie innerhalb von kürzester Zeit Schlüsse ziehen, kombinieren, Angebote erwidern und Widersprüche erfassen können. Ihre Reaktionen sind sehr schnell und beweglich. Das unterscheidet dieses Reaktionsmuster vom intellektuell-motorischen Reaktionsmuster.
Motorisch-intellektuelle Menschen sind dazu fähig, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu lösen. Sie können die Gedanken anderer aufnehmen und sie mit ihren eigenen blitzschnell verbinden. Ihr Denken findet auf mehreren Ebenen statt. Zwischen diesen Ebenen springen sie gerne freudig hin und her. Bewegen sie sich körperlich, können sie sich innerhalb ihrer Gedankenwelt befruchten. Dadurch erhalten sie kreative Einfälle. Ihre Ideen haben häufig eine geniale Komponente, sind waghalsig und abenteuerlich. Das dritte Reaktionsmuster ist motorische Zentrierung und sexuelle Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst motorisch und dann sexuell. Sie sind im sexuellen Bereich vermutlich sehr aktiv. Zudem sind sie sehr direkt, wenn es um die Befriedigung ihrer Wünsche geht. Sie suchen häufig nach erotischer Spannung und Entspannung. Motorisch-sexuelle Menschen leiden darunter, dass die gesellschaftlichen Normen ihre Bedürfnisse nicht gutheißen. In diesem Fall unterdrücken sie ihren Drang oder leben ihn heimlich aus. Dadurch könnten sie ihre Vitalität und Kreativität zerstören. Sie könnten erkaltet und starr wirken, ihre Bedürfnisse verdrehen und dafür schädliche Ventile suchen. Motorisch-sexuelle Menschen haben eine starke Anziehungskraft und wirken bezaubernd und verführerisch. Sie lieben leicht erotische Berührungen, die nicht das Ziel der sexuellen Erfüllung haben. Darüber hinaus sind sie häufig ästhetisch und künstlerisch begabt. Das vierte Reaktionsmuster ist motorische Zentrierung und instinktive Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst motorisch und dann instinktiv. Ihre Handlungen sind häufig sehr schnell und instinktgesteuert. Denken und Fühlen setzen erst im Nachhinein ein. Sie können ihre Bewegungen oft nicht abbremsen. Fühlen sie sich verletzt, könnte es sein, dass sie sich zum Zuschlagen genötigt fühlen. Je nachdem, wie es ihre Motorik verlangt, können sie schnell vor ihren Mitmenschen weglaufen oder auf sie zugehen. Sie wenden sich plötzlich von ihnen ab oder umarmen sie. Motorisch instinktive Menschen sind unermüdlich und beharrlich. Sie spüren eine große Lust an Bewegung, deswegen scheuen sie sich nicht vor körperlicher Arbeit. Sie empfinden eine große Befriedigung in der Arbeit mit ihren Händen. Motorisch instinktive Menschen benötigen Berufe, die sie unablässig in Bewegung halten, wie zum Beispiel beim Tanzen, bei Ausdauersportarten, beim Fahren von Lastkraftwegen, durch den Besitz eines Rennstalls oder beim Arbeiten auf der Baustelle. Hast du das motorische Reaktionszentrum oder glaubst du es zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem motorischen Reaktionszentrum gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit motorisch-emotionalem Reaktionsmuster sind Mutter Teresa, Franz Beckenbauer und der aktuelle Dalai Lama. Ein motorisch-intellektuelles Reaktionsmuster besitzen Helmut Schmidt, Elisabeth Kübler-Ross und Hildegard von Bingen. Ein motorisch-sexuelles Reaktionsmuster hatten Wolfgang Amadeus Mozart, Elvis Presley und Napoleon Bonaparte. Und ein Beispiel für das motorisch-instinktive Reaktionsmuster ist Rudolf Nureyew. Für mehr Informationen zu den Reaktionszentren empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke und zur Erkundung deiner Reaktionszentren das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Reaktionszentren und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.